Wir waren im November im Tui Blu Scheherazade. Wir haben ja schon ein Video gedreht, da könnt ihr einen Rundgang sehen. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass er hinterher noch von uns eine zusammengefasste Meinung bekommt. Und wie wir das Hotel bewerten und wo es allgemein bei uns in der Tui Hotelliste landen würde, das erzählen wir euch jetzt gleich. Wir haben uns hier ein paar Stichpunkte gemacht und deswegen ab und zu schauen wir mal runter, damit wir auch nichts vergessen, euch zu erzählen. So. Womit starten wir denn? Ja, ich würde sagen, am besten starten wir mit der Anreise. Ja, So. Anreise, ein Thema für sich. Ja. Je nachdem, das Hotel liegt ja in Sus und je nachdem, wo ihr wirklich landet, seid ihr teilweise 2,5 Stunden circa unterwegs nochmal. Ja, wir sind in Tunis gelandet, weil kein Flieger zu anderen Flughäfen ging. Zumindest nicht zu der Zeit, wo wir jetzt da waren, im November. Und von da aus sind wir locker 2,5 Stunden gefahren. Ja. Wenn ihr einen Bus habt, der noch an mehreren Hotels anhält, seid ihr vielleicht sogar noch länger unterwegs. Also dauert er tatsächlich länger als der Flug selber. Ja, das stimmt. Deswegen, wenn ihr dorthin fliegt, guckt, dass ihr im Monastir Auf jeden Fall. landet oder in Effindia. Weil das war wirklich nie so weit von diesen Flughäfen entfernt. Da seid ihr knapp eine halbe Stunde, seid ihr dann da. Ja. Und außerdem gibt es auch so das ein oder andere Problem nicht, wo wir auch nochmal ein Video zu machen werden, was es in Tunis nur gibt. Ja. Ja. Dann die Lage. Also das Hotel ist schon an einer sehr viel befahrenen Straße. Hier würde man sagen Autobahn. Autobahnkreuz Kaiserberg. Ja, da wohnt er ungefähr drin, kann man fast sagen. Wenn man aus der Hotelanlage rausgeht, dann ist ganz viel Tram-Tram, viele Menschen, viele Geschäfte, Das ist viele eine Autos. vierspurige Straße. Ja, Ja, und die ist wirklich voll befahren rund um die Uhr. ja. Aber wenn ihr in das Hotel reingeht, dann merkt man gar nichts mehr davon. Das ist das Schöne. Da hört er nichts. Aber abends rausgehen, ja, ihr könnt euch verschiedene Sachen da angucken. Da waren auch so ein Supermarkt und solche Sachen halt. Und so eine Shopping Wall. Aber es ist halt mega Verkehr. Ja, also wirklich, die fahren tags, morgens, abends, nachts. Ich glaube, da kostet Benzin nichts in Tunesien. Ja, die sind immer irgendwie unterwegs. Deswegen von der Lage, für mich jetzt, ja tatsächlich von den TUI-Hotels, die wir hatten, die schlechteste Lage von allen Hotels. Ja, wobei, dadurch, dass man jetzt nichts gehört hat, fand ich die Lage schon ganz schön. Ja, aber man musste ja nur mal rausgehen. Ja, du bist mal dann nicht zum Strand rausgegangen, sondern nach vorne raus, durch die Anlage gelaufen. Da ist ein Gehupe und der hat gestunkene Abgase und alles, ja. Ja, klar, aber vielleicht gefällt das ja auch vielen Menschen. Die wollen vielleicht viel Action haben. Wohnt ihr gerne im Autobahnkreuz? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ja, das würde mich mal interessieren. So. Dann gehen wir weiter zum Zimmer. Ja. Die Zimmer sind echt schön gemacht, schön gemütlich gemacht. Allerdings sind die Zimmer nicht so groß. Darauf müsst ihr euch einstellen. Es gibt zum Beispiel auch keine Haken zum Aufhängen für Klamotten oder so. Ja, 2, glaube ich. 2 oder 3 gab es da irgendwie, ne? Nee, das war wie so eine Lampe. Da hat man das halt aufgehangen. Aber so wirkliche Haken gab es halt nicht. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Also ihr habt auch kaum Ablagefläche. Gibt so einen Schreibtisch da noch. Und ansonsten, ja, müsst ihr gucken, wo ihr mit euer Zeug hingeht. Ja, unser Badezimmer, Waschbecken war voll mit Sonnencreme, Aftersun, was weiß ich, alles Mögliche. Auch Sachen, die eigentlich sonst im Wohnraum gestanden hätten. Ne? Ist also schon sehr, sehr knapp bemessen, was jetzt Ablageflächen beginnt. Ne? Was vielleicht auch mit der Zimmergröße zu tun hat. Es wurde regelmäßig gereinigt, also das war sehr sauber gewesen alles. Genau, das war sauber, ja. Ihr habt deutsche Sender im Fernsehen. Die Minibar habt ihr da, aber die wird nur einmal aufgefüllt am Anfang. Genau. Und dann kam hinterher nichts mehr. Nee. Ja, das heißt, ihr kriegt einmal die Sachen und da war in den anderen Hotels bis jetzt auch anders Das gewesen. stimmt, das war anders. Auch im Badezimmer, muss ich sagen, in TUI-Hotels kenne ich das so, dass man immer was hatte. Duschbad, Shampoo, was weiß ich, Bodylotion. Zwar in kleinen Flaschen, aber es gab das immer. Und da gab es das halt jetzt leider gar nicht. Ja. Ne? Es gab Duschbad, klar, also in der Dusche halt, aber das war auch leer. Ne? Wurde auch nicht Die so ganze Zeit fast leer, aufgefüllt. ja. Das war halt so ein bisschen schade. Dafür gab es aber wirklich was Wunderschönes in dem Zimmer. Und das war der Ausblick. Ja. Also, weil das habe ich auch noch nie erlebt. Ihr liegt im Bett und schaut praktisch aufs Meer. Also, das hat man das Bett immer seitlich oder so, muss seitlich zum Meer gucken. Aber da wirklich, ihr seid wach geworden und guckt direkt aufs Meer. Also, also der Ausblick war wunderschön. Wir hatten jetzt ein Zimmer, da hast du auf Meer geguckt und auf Swimmingpool. Ja, genau. Also wirklich, wie Anna schon sagte, Augen auf, ja, ihr habt Vorhang aufgemacht und dann konntet ihr direkt das Meer sehen und den Strand. Ist also, da war für mich der persönliche Highlight des Zimmers tatsächlich auch. Ne? Ja, Alle Zimmer haben Meerblick.
egal wo ihr bucht. Es Mhm. gibt also kein Zimmer ohne Meerblick. Ihr könnt aber ein bisschen am Rand sein vielleicht oder mehr in der Mitte, dass ihr den Pool halt auch noch seht. Ne? Ja, genau. Genau. Deswegen, da Und, war halt eine positive Seite des Und Zimmers. es gab natürlich auch einen Balkon, ne? Ja, Ja, muss man auch erwähnen. Von der Größe auch super das ausreichend. stimmt, ja. Das war auch Der war halb so groß wie das richtig Zimmer. schön. Fast. Ne? Und ihr habt halt unten, gab es halt Swim-Up-Pools in den unteren, im Erdgeschosszimmern, teilweise. Ne? Mhm. Den habt ihr euch aber meistens, so wie ich das gesehen habe, mit 3 Zimmern geteilt. Also Mhm. man hat keinen eigenen, wie man häufiger hatte, wie wir jetzt in Griechenland zum Beispiel Ja, dieses Jahr genau. hattet. Ja, im Mhm. Alea Hotel könnt ihr euch auch nochmal angucken. Da hatten wir halt einen eigenen Pool gehabt. Ja, Man hat sich dann halt mit 3 Personen Ja, halt geteilt gehabt. genau. Ne? So, wo So, gehen wir denn jetzt hin? Genau, und vom tollen Ausblick gehen wir natürlich, wo wir hingeguckt haben, zum Strand. Ja, Also der Strand, ich muss sagen, der Sand war super weich, weiß, wie in der Karibik. Also der war wirklich herrlich. Das Meer, klar, kommt natürlich auf das Wetter an, aber wenn das Wetter schön war, war es super türkis. Sehr durchsichtig, Hm. richtig, richtig schön. ja, vom Strand wirklich schön. Ihr habt am Strand liegen. Ihr habt Ja. einen eigenen Strandbereich vom Hotel. Das war auch so ein bisschen anders gewesen. Das heißt, vorne liefen alle Leute lang Mhm. und da war aber so eine Kordel abgespannt und da war wirklich dann der Bereich vom Hotel, wo ihr eure Liegen Ja. hattet. Die Liegen waren umsonst. Ihr konntet so Daybeds mieten. Die haben, ich weiß es nicht, 20 Euro am Tag Mhm. oder sowas gekostet. Mhm. Ne? Deswegen, die Liegen mit dem Sonnenschirm habt ihr aber umsonst gehabt. Da kam immer einer, hat die Auflagen gebracht. Genau. Und die Liegen waren jetzt so semi-gemütlich. Ja, Ja, so ein Mittelding. Ja, Ne? aber mal war's gemütlich schon gehabt. Das okay. war okay, ja. was da natürlich an Service auch am Strand toll war, also die Kellner kamen und haben immer gefragt, ob man was trinken möchte halt. Das stimmt, ja. Das hatten wir jetzt auch so noch nicht. Ne. Und ja, sehr gastfreundlich. Ja, was aber so ein bisschen Nachteil war, es gab halt Animationsprogramme im Hotel. Mhm. Und da wurden halt viele Spiele am Strand gemacht. Ja. Und teilweise waren die Leute auch schon ein bisschen, haben was getrunken gehabt vorher, haben dann da Boccia oder was weiß ich, alles Mögliche gespielt. Hier Cube, wie heißt das, der Wikinger-Schach zum Beispiel. Ja, und da wurde dann richtig gegrölt, 1 Stunde oder was weiß ich. Und halt direkt am Strand, wo die Leute lagen. Und der Strand war ja unterteilt in rechts und links. Man hätte ja auch links hingehen können, da lag halt kein Mensch, wo diese Daybeds waren, ja. Aber da war dann halt immer mittendrin, wo die Leute lagen. Da war halt so ein bisschen, ja, Ruhe stören, fand ich jetzt. Ne? Ja, man konnte nicht so richtig entspannen, weil die da am Schreien waren natürlich. Wenn die gewonnen haben, waren die auch am Schreien. Was ja auch für die auch schön war, ne? Mhm. Aber ja, wenn man jetzt so chillen wollte, war das halt nicht immer so gegeben. Ja, gerade in Ja. der Mittagszeit war es halt so, ne? Ja, dann die Anlage allgemein. Ja, Ne? Anlage war jetzt nicht so groß. Also ich glaube, die kleinste, die wir jemals hatten. Ja, von den TUI-Hotels Ja. wirklich die kleinste, Ja, ne? die kleinste. Das stimmt. Aber ich muss sagen, sehr gepflegt. Ne? Die Blumen wurden immer gegossen Ja. und so. Da waren jeden Tag Gärtner, haben sich wirklich um den Garten bemüht. War auch wirklich sehr, sehr schön. Was in der Anlage auch schön war, was wir so auch noch nie erlebt haben, war ein Escape Room, den man über so eine TUI-App buchen konnte. Fand ich auch richtig cool als Idee. Die App brauchtet ihr übrigens für verschiedene Sachen. Auch für die Ne? Sportaktivitäten. Escape Room oder auch, wenn er hier irgendwie Sportaktivitäten, es gab wieder Kochkurse, Cocktailkurs Ja, oder halt unter anderem halt auch ein Spezialitätenrestaurant Ja. und so. Da musstet ihr halt alles, geht über diese App halt, ne? genau. Was ich persönlich gut finde. Ja, Ne? Deswegen ich auch, mochte ich ja total. dieses Hublot-Konzept, das hat mir halt nicht so Finde weit ich so auch ganz gut total gefallen gut. dann halt, Ja. ne? Ja, und dann, neben der Escape Room gab es ja Ja. noch ein Fitnesscenter. genau. Und ihr habt dann, wenn ihr eure Cardio-Geräte betrieben oder auf den Cardio-Geräten wart, habt ihr aufs Meer geguckt. Ja, da war ein riesen Fenster und ihr konntet dann Ja. den Strand und das Meer sehen. Auch mega. Also wirklich, ja, Ja, wirklich sehr, sehr schön, Ja. muss ich wirklich sagen. Ja. Ne? Also habt ihr schönen Ausblick vom Zimmer gehabt und auch da von Ja, den Cardio-Geräten jetzt halt. definitiv. Ansonsten gab es noch verschiedene andere Sportanlagen, Ja. Sportprogramme. Genau. Ne? Vorne waren Tennisplätze. Tennisplätze, was vorne auch war, so eine Minigolfanlage, die war allerdings Ja. nicht schön. Da musste man Macheten-Joe ran und da mal die ganzen Gras wegmachen. Weil da konnte man kaum noch laufen. Da Ja, war nicht nur das, alles, aber auch die Anlage war total verrostet und so. Also Das stimmt, ja. war jetzt nicht so gepflegt, war nicht so schön. Was man von TUI also was wir von TUI Nee. so noch nicht kannten. Ne, das stimmt, ja. Da lag auch so Müll oder Reste. Dann gab es noch ein maurisches Café. Ja. Ne? Da wurden Teppiche ausgerollt. Mhm. Ich habe dann schon Shisha. immer geguckt, wenn ich am Strand war, ob da einer mit wegfliegt. Ja, fliegende Teppich ist ja im Orient, ne? Oder wofür machen die das? Aber die saßen dann tatsächlich nur da rum, ja. Also kam keiner vorbeigeflogen dann bei mir. Nee, kannst aber mit Shisha Aber bin ich da auch froh, chillen. da war halt der Fluglärm nicht von den fliegenden Teppichen, ne? Ihr wisst ja, das ist ja auch relativ laut. Das ist ja auch nicht so angenehm, deswegen. Und wir mögen ja eher die Ruhe dann halt auch, ne? Ja, genau. Ja, da saßen halt die jungen Leute, haben Shisha geraucht und lief, glaube ich, Musik da, orientalische Musik Ja. auch, ne? Ja. Und ihr habt halt
2 Pools gehabt. Wir hatten Richtig? 2 Pools, Genau. genau. Einen außen und einen von innen, ja, innen. Ja, der war Der im war auch Hotel außen, aber eingebettet. Da zeige ich euch mal ein genau, Bild. der war Wenn im euch ein Hotel Bild ein, dann seht ihr das eingebettet. halt. Genau, da Ja. waren rundherum die Restaurants und so gewesen. Mhm. Da war da der Pool. Und ihr habt halt einen Pool in der Nähe direkt vom Strand gehabt. Genau, aber der Pool, der eingebettet war, wenn ihr da geschwommen seid, konntet ihr aufs Meer gucken. Das war auch super schön. Bei dem anderen auch. Ja, ja, aber der war ja von außen, das war ja klar. Ja, das stimmt. Ne? Ja, das war das. Dann dieses Spezialitätenrestaurant, das konnte man dann halt auch über diese App, wie gesagt, buchen. Das war auch direkt an dem inneren Pool jetzt. Da habt ihr so à la carte halt. Haben wir jetzt nicht getestet, weil das meistens ausgebucht war. Ja, Also da müsst ihr am besten direkt am ersten Tag, wenn er ankommt, da mal buchen, auf jeden ne? Fall. Damit Auf er jeden da Fall. Plätzchen kriegt. Aber wir haben halt das normale Restaurant getestet. Ja, Mehrfach, ne? genau. Es gab eine Strandbar, ein Strandrestaurant, da Mhm. konnte ihr dann mittags so Kleinigkeiten essen. Und dann gab es halt dieses große Hauptrestaurant. Und da gab es halt dann Buffet. Buffet. Genau. Ja, Ja. Das Restaurant war auch sehr klein. ja, sehr klein. Also ihr merkt, es ist alles sehr klein. Ja. Anlage klein, Zimmer klein, Restaurant klein. Was damit zu tun hat, dass es halt mitten in der Stadt liegt. Ja, der Stadt sind bestimmt die Kosten teurer für Grundstücke und alles Mögliche. Ne? Und deswegen ist das halt relativ klein. Und Aber hat ja zu uns gepasst, weil wir sind auch klein. das stimmt, ja. Es gab trotzdem, im Buffet gab es eine gute Auswahl. Ja, Ja, ist ja, definitiv. also jeder hat was gefunden, für jeden war was zu essen dabei. Aber wenn ich das halt wieder vergleiche mit den anderen Hotels, da war Buffet doppelt so groß, mindestens. Es war doppelt so groß, Ja. aber man hat trotzdem alles bekommen. Ja, ne, man hat nicht gehungert. Ne? Es gab also Man hat immer ja was zu essen Omelette dann auch. gehabt, also ganz viele Varianten an Eiern und so, also das schon. Nur manchmal war halt, ja, vielleicht abends gerade, wenn es so voll wurde, ne, wurde es so ein bisschen eng halt, ne? Es gab wieder Live-Cooking-Stationen, es gab Omelette, es war wieder so diese tunesischen Nachtische, diese mega süßen, ja, die gab es halt auch und ja, was man aus den anderen Hotels auch kennt, aber halt weniger von allem jetzt. Ja, aber es gab zum Beispiel tatsächlich, frisch gepressten O-Saft, ne? Das gibt es ja Das auch stimmt, nicht in ja. jedem TUI-Hotel. Es gibt überall Vor- und Nachteile, aber ich muss sagen, vom Essen her hat es mir sehr gut geschmeckt. Es war auch nicht so, man hatte keine Magenprobleme oder sonstiges, Das stimmt, Hygiene ja. und alles war wieder super, wie man das halt von TUI-Hotels kennt. ne? Ja, das stimmt. Ja. Also Essen war in Ordnung gewesen. Wie gesagt, ich vergleiche immer mit den anderen TUI Blue Hotels. Ne? Mhm. Und da war halt einfach noch mehr Auswahl. Aber man hat trotzdem genug gefunden. Das ist Ja. ja auf hohem Niveau jetzt Genau. halt tatsächlich. Ne? Deswegen. Genau. Und Ja, ebenso dann- die Getränke, Also es gab auch im Hotel eine Bar und mehrere Bars. mehrere Bars. Strand. Ich muss sagen, wie haben dir die Getränke geschmeckt, die Cocktails? Wir haben ja immer Cocktails Ja, wir haben ja auch Testet. dieses zuckerhaltige braune Getränk getrunken da. Das war okay gewesen. Ich glaube, das war sogar nicht mal mit Wasser gemischt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Kam aus der Flasche. Ja, die Cocktail-Auswahl, boah. Also ich muss sagen, da habe ich schon bessere getrunken. Ne? Mhm. Da glaube ich, da sind einige Cocktails inklusive, ich sag mal 10 oder so. Andere müsst ihr dann extra noch bezahlen oder zusätzlich bezahlen. Noch was, wenn ihr All-Inklusive habt. Und ja, da waren halt alles einfach irgendwie so Säfte und sonst wie irgendwas. Da gab es so Frozen, da war halt so, ja, wie man so sagt, gefrorenes, wie so ein weiches Eis, wie weiches Wassereis, so hat er geschmeckt, ja. Und da war dann halt Pina Colada, oder was gab es da so? Pina Colada Eis oder so, ja. Das war ganz okay, aber die anderen Sachen, die waren halt jetzt nicht so. Also ich habe schon bessere Cocktails Ja. getrunken. Also ich glaube, es gab wirklich viel Auswahl, aber von der kompletten Auswahl waren, glaube ich, 2, wo ich echt gesagt habe, die sind top. Ja, die man sich nochmal geholt hatte Ja. dann halt, ne? Manche waren Flop. Ja. Aber das ist halt auch Geschmackssache halt, ne? Naja, aber in so einer geballten Menge haben wir das noch nie gehabt. Ja, Da haben das wir mal ein stimmt. oder zwei, wo wir gesagt haben, ja, aber da war ja halt über die Hälfte, die Genau. uns jetzt persönlich nicht geschmeckt Ja. hat dann tatsächlich, ne? Aber was super war, waren wirklich die Kellner, ne, an Ja. der Bar, im Hotel zum Beispiel. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend und man hat sich gefreut, immer wieder dahin zu gehen, weil Ja, die so nett die waren wirklich waren. nett, ja. Haben immer Späßchen Ja. gemacht, immer ein Lachen auf den Lippen gehabt und Ja. so. Also wirklich sehr, sehr freundliches Personal im Allgemeinen. Ja, jetzt im halt, ne? Allgemeinen. Immer nett begrüßt, herzlich begrüßt. Also vom Service her war super. Ja. Jetzt Ja. haben wir schon fast alles. So, was hast du noch da stehen? Personalservice, Ja, haben wir alles eigentlich gemacht. haben wir jetzt alles. Genau. Sportprogramm Was ich, ja, ging auch über die App, haben wir schon genau. gesagt gehabt. Ne? Aber Gab was ein ich noch dazu Animationsprogramm. sagen muss, Was denn? die Animateure. Also es gibt ja Animateure, zum Beispiel am Strand, die laufen und die nerven einfach. Kommt hier, kommt da, heute ist das und das. Das war gar nicht. Das war wirklich, man konnte selber Ne, entscheiden. die haben gefragt, wolltest du mitspielen oder so? Und dann, wenn du vorbeigelaufen Wenn bist, es vorbei. bei Boccia Aber oder keiner so, ist zum oder wo, Strand ja. gelaufen und hat gesagt, hör mal, heute Abend findet das und das statt, kommt ihr. Das Ja. war gar nicht. Also Animateure, aber nicht aufdrängen. Nicht, ja,
keine Nicht aufregend, aufdringlichen Animateure. Und das war sehr entspannt. Und was mir noch einfällt, vom Publikum Ja. her, klar, im November sind viele ältere Leute auch, also wir auch. Mhm. Wir waren ja auch da. Aber als Deutschsprechender ist man eher in der Unterzahl. Ja, Ne, waren viele andere Nationalitäten da und nicht so viele Genau. Deutsche jetzt. Was jetzt nicht schlimm ist, nur als Ja. kleine Info, wenn Ja. ihr jetzt denkt, oh, super, ich setze mich da mit mehreren Deutschen abends mal zusammen. Mhm. Waren viele Engländer, glaube ich, da gewesen. Ne? überwiegend Engländer, ich Engländer glaube waren da 90%. Genau, da müsst ihr halt Mhm. dann auch mit leben. Ja. Ja, so allgemein, wie hat es dir denn gefallen, im Großen und Ganzen? So, also im Großen und Ganzen hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie gesagt, im Vergleich jetzt zu anderen TUI-Hotels war das jetzt vielleicht das schlechteste TUI-Hotel. Aber es ist einfach so, vielleicht wäre das erste Hotel vom TUI, wären wir bestimmt begeistert gewesen. Aber weil wir schon in so vielen TUI-Hotels waren, haben wir jetzt natürlich die Vergleiche. Hm. Und deswegen würde ich den jetzt vielleicht auf den letzten Platz von den TUI-Hotels einordnen. Also ich würde definitiv nicht mehr dahin fahren. Da kannst du mir angucken. Ist so, ja. Weil für das Geld jetzt, ich glaube, wir haben auch mit das meiste jetzt bezahlt für dieses Hotel, würde ich die anderen Hotels jederzeit wieder vorfinden. Ob jetzt die anderen TUI Blue sind, TUI Magic Life, ja, oder selbst Oranjas, wo wir waren oder so. Das sind so Sachen, die mir auf jeden Fall besser gefallen haben, ja. Ich mag halt nicht enge Restaurants, ich mag nicht Ja, du magst keine kleine kleinen Anlagen ja. jetzt, ja. Ich mag keine Hauptstraße. Mhm. Hört sich jetzt schlimm an, das Hotel ist trotzdem gut, aber im Vergleich zu den anderen, ja, wenn ich mein Geld ausgeben müsste für den Urlaub, dann würde ich das jetzt halt nicht mehr buchen. Ich würde was Neues ausprobieren oder was anderes. Ne? Wie gesagt, es war ein gutes Hotel, aber ich weiß halt, Ja. man kriegt halt für das Geld auch tatsächlich bessere Sachen. Ja? Und Das vom stimmt. Service her war es meiner Meinung nach, der Service war gut, die Leute waren nett, aber so rundrum, was alles so war, ob das mit der Minibar ist, du sagst ja Duschzeug, Genau. Sachen, ja, da war kein TUI Blue Hotel. Ja, da sind wir ganz anders gewohnt Das von stimmt. anderen Hotels Das jetzt halt stimmt. auch. Ne? Ja, Das ist so das ein stimmt. TUI Blue Spa-Hotel, ja. würde ich halt sagen. Ne? So Du passt, triffst es das auf den Nagel, passt halt genau. ganz gut. Ne? Deswegen, also kein schlechtes Hotel, niemand den Urlaub verderben jetzt hier, ja. Man wird auch da Spaß haben, aber wenn man schon andere Sachen gesehen hat, dann ist das für mich halt eine Sache, ich habe es gesehen und ich muss da tatsächlich nicht nochmal hin. Jo, das war meine Meinung dazu. Ja, Ja, gut. sind wir ja fast Wenn- eine Meinung. Genau. Und wenn du dahin fliegst, komme ich dich auch besuchen. Schön. Und falls ihr mal da gewesen wart, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie fandet ihr es dort? Ja. Würdet ihr da nochmal hinfliegen? Wie hat es euch gefallen? Ja. Könnt ihr die Kritikpunkte verstehen? Wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Ja. Und das, wie die Anna schon sagte, wenn man jetzt keinen Vergleich gehabt hätte, hätte man gesagt, boah, klasse. Ja, Aber wir wissen halt, es geht halt besser. ja, ja, Gut, genau. dann wünschen wir euch weiterhin schönes Reisen. Ja. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos, wann immer es auch was gibt. Abonniert gerne, lasst einen Daumen hoch da, empfehlt unseren Kanal. Wir freuen uns immer über neue Abonnenten. Wir freuen uns auf viele Aufrufe. Klickt drauf, guckt euch das Video 35 Mal an. Ja, oder lasst es einfach laufen. Gut, das war halt, oder? Ja. Dann Dann viel Spaß viel beim Spaß beim Reisen. Reisen. Mach's Ciao. gut. Tschüss.